Dann mehr Details dazu kommt zurück am Stück bei der Autor Detektiv wird. So manchmal das morgen. Ah, der steht drüber gleich. Muss auch gucken, wo wir bleiben. B, das hat sie ja gesagt, das weiß ich. Hi. Ja, wenn es das gleich Erfahrungspunkte gibt, bin ich dabei. Wisst ihr ja. Versperrt. What the fuck? Keep him quiet, Captain. Was ist denn hier passiert zum Fick? Hotel Gas, Hotel Page? Techniker schreiben Betreff Kündigung an die Zuständige. Ich verstehe nicht, warum ich es verdient hatte, gefeuert zu werden. Ich war euer Techniker, ich repariere Dinge, eure Stechuhr war kaputt. Die hat eine Stunde markiert für 10, die ich geleistet habe. Was war daran fair? Und ja, ich gebe es zu, ich wollte diese Gratis-Tour der Destillerie. Ich habe 10.000 Stunden geackert und ich verdiene es. Die Arbeit mit etwas Spektrum weiter drunter zu spülen. Mir war nicht klar, dass die Gratis-Tour bedeuten würde, dass ich der Resource-Familie beitreten würde. Ihr wisst doch, dass ich seit dem Unfall beim Schweißen kein Kleingedrucktes mehr Kleingedrucktes lesen kann. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Einen Frachter zurück zur Groundbreaker nehmen. Sublight nimmt mich nicht mehr mit. Also schätze ich, ich gehe jetzt zu Mr. Ludoviso und flehe ihn an, auf Knien an, mich anzustellen. Entschuldigung, das nehme ich zurück. Meine Knie sind ja noch immer kaputt. Und die Knieschoner habe ich mit meinen restlichen Sachen bei der Personalabteilung abgegeben. Waren sowieso blöde Knieschoner. Mods. Halten wir mal die Kleidung. Brauchen wir vielleicht. Lassen wir mal zu. Was ist denn hier tot? Was ist hier vorgefallen, Mann? Irgendwie ist nicht verdächtig. Wir waren sich auf jeden Fall hart uneinig. Das steht fest. Ich glaube, der Maus gerade wieder irgendein Kader. Meistens meiner. Mitnehmen können wir die nicht. Schade. Ist komisch, ob die tot sind. Ich sage mich nicht, was da vorgefallen ist. Timeline discrepancy detected nearby. Ah. This collection of frozen food has not been restocked in some time. Many of these items are not available in the Grand Colonial and must have been brought in from outside. The fridge was transported here from one of the guest bedrooms upstairs.
Restaurant war nicht abgeschlossen. Notiz. Ich hatte Pearl Brace aus dem Kühlschrank gegessen, die du dir vermutlich fürs Frühstück aufgespart hast. Schmeckt scheußlich. Ah ja. Da sind Haare. Hast du Toupet? Okay. Scheint auf jeden Fall aber gute, feine, kleine, schicke Zimmer zu haben. Ohne jegliches Tageslicht, weil für was würde der Strom kosten? Oder wenn man es also künstliches Licht machen würde, wo Tageslicht imitiert. I'm trapped in room A3. Please, someone come help me. I'm feeling weak. Please just open the door. I'm not sure how much longer I'll make it. The door's stuck. And I know I need to write a service request, but I can't get it under the door. Is anyone there? Spuren von Spratspeichern in diesem Abend deuten darauf hin, dass die verhungerte Hotelpagen andere verhungerte Wesen genährt hat. Ein Jammer, dass sie sich nicht selbst aß. Junge. Was geht denn hier für ein Film? Also, diese Wandabdeckung wurde entfernt angesichts der Brandspuren an der Seite und der an den Boden liegenden Schneidbrenner wurde die Entfernung vermutlich nicht gemäß Konzernvorschriften durchgeführt. Als jemand einen Raum erweitert. Ja, die habe ich ja schon mal. Wem gehört die Bude hier? Wer wohnt in B2? Privates Tagebuch, liebes Tagebuch. Mein neuer Quartier ist schon echt toll, aber ich habe so meine Probleme nachts einzuschlafen. Die Verwaltung hat mich freundlicherweise im Flur einquartiert, während sie mein Zimmer als Lagerplatz für die Spectrum-Enthüllung verwenden. Seitdem könnte ich schwören, dass ich Dinge sehe. Also wahrscheinlich liegt es am mangelnden Schlaf wegen dem verdammten Leckenrohr über meinem Bett, aber letzte Nacht habe ich mir eingebildet, da wäre ein riesiger Wurm an mir vorbeigekrochen. Also versteht das nicht falsch. Ich bin sehr dankbar für den ganzen Platz, den ich jetzt habe. Aber ich muss irgendwie Ruhe finden, bevor ich komplett wahnsinnig werde. Wurm? Mama, habe ich gerade gedacht, wer ist das jetzt? Machen die ganzen Sprats hier eigentlich? Ist besagter Generatorraum, wo aber eigentlich explosionstechnisch mal irgendwas war. So, dann gucken wir doch gerade mal nach. 105. Fertigkeit 19.
war mir gedacht, oh, sie hat mir die Tür geschlossen. Ich bin überrascht. Aber Digga, was war da? Was ist denn hier falsch? Ich habe schon gewusst, dass hier generell alles einiges falsch ist. Das wird langsam mal echt weirder Shit hier. Der Trainer. Nur mal so eine Frage. Details. Ja. Vorteile. Was nehmen wir denn? Raum 15, ich glaube, die Erfahrungspunkte bleiben gleich. Maximum 25%. Erholung davon wäre cool. Körpertreffertötung für so Schadens bei Gegnern 2 Meter Umkreis. Der nächste Angriff, nachdem du einen Gegner getötet hast, ist immer garantiert ein kritischer Treffer. Bei negativen Kampf 20% mehr Schaden. Waffen verursachen deutlich mehr Schaden und nutzen sich langsam abrufbar. Achso, das ist ja die Sache. Alle Fertigkeiten plus Sicherheitskeit. Nee, das brauchen wir nicht. Chancen, dass wenn du eine Begleiterfähigkeit einsetzt, dadurch die. Achso. Chancen mal kritischen Treffer, die Ablenkungszeit deiner Begleiter runterzusetzen. Könnte man eigentlich mal machen in der Hinsicht. Braucht man ich noch nie. Wissenschaftswaffen. Springgeschwindigkeit, Gehgeschwindigkeit. Machen wir das. Digga. Ey, wie die hier wohnen. Unnormal. Wir hören sich bestimmt. Ich war hier unten und alles leer. Ja, da gehen wir gleich rein. Timeline discrepancy detected nearby. Arbeit-IDs von Helens Assistenten. Diese Sammlung an Modulen enthält die IDs von Helens Assistenten und Assistenten, die im Dienst getötet, tödlich verletzt, gemulcht, geschmolzen, in Fetzen gerissen, geköpft, in Roboter umgewandelt oder anderweitig als abgelebt infiziert wurden. Typhien, Tom, Olympus, Opal, Terra, Terry, Sparks, der Wundermörder, Bubblebeat 1900 bis 1999, Bolt, Wanderhuge, Evidence Eve, unbedeutender Groundbreaker, Wartungstechniker, 13B9, Kerler, beißender Makler mit der 4 gebrochenen Gliedmaßen, Halifax, die gesamte 26 Season, der Tiebreaker, seit dies bis zur Unkenntlichkeit verrußt, der wachsame Walter, Dirk Tendery, etc. Haben die irgendwie alle? Jo, die spektakulären und aufregende und große Abenteuer von Airline, Norval und Halcyon Hell in Kapitel 4537. Und weil der 2000 Lord Telpasche Alan Norval seine Spacer Choice Autopistole nicht vergaß und sie jetzt in Händen hielt, war die riesige Horde aus riesigen Mördern jetzt komplett tot. Herz und Hals sah wie immer wunderschön aus mit ihren wunderschönen Augen und Lippen und Schuhen und ergriff Lord Hotelpage Alan Norvals Hand. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, allein, seufzte sie langsam und zwinkerte ihm verführerisch mit ihren wunderschönen Augen zu. Auch das langsam, du bist der beste Partner, mit dem ich je zusammen einen Auftrag hatte. Du bist so groß und stark, gut schießen. Ich wünschte, ich hätte dich von Anfang an dabei gehabt. Vielleicht hätte ich dann nicht so viele tote Sidekicks. Das ist keine große Sache, meine Probleberry-Küchlein, grinst Lord Hotelpage Alan Norval schief. Stalker nahm einen tiefen Zug von einer Zigarette und pustete gleichzeitig den Rauch
von der Lauf seines Space Choice Autopistole. Ich bin bloß ein Reisender Assassine. Ich bin nur gut im Schießen, weil das mein Job weil das Job meines Teils ist. Ja genau, das bist du. Und gut aussehen bist du auch, seufzte die wunderschöne Helen. Danke, gluckste Lord Hotelpage Alan Norville. Gerade dann wollen sie sich küssen, aber halt, gerade als die Romantik passierte sollte, griff plötzlich eine Hand nach Alans Bein. Helen schreit. Ich bin es, der Lord der Dissidenten. Ich bin hier, um dich fertig zu machen, die Bits zu nehmen und sie allen anderen gratis zu geben, schreit der Lord der Dissidenten, während der Schurke sich aus der Erde grub. Und seine Zombie-Armee grub sich hinter ihm auch aus der Erde. Schätze, da gibt es nur eins, meinte der Heldenaufruf Lord Hotelpage mit einem schiefen Grinsen, als er einen großen Hammersmith-Flammenwerfer aus seinem geheimen Hosentasche holte, die er genau deshalb geheim gehalten hatte. Zeit für ein paar Dissidenten-Steaks. Fanfictions jetzt auch noch, oder was? Okay, das ist gerade mitgenommen. Wollen wir das jetzt aufmachen? Timeline discrepancy detected nearby. A2. Richtig jetzt her. I hope you catch the Sublight Underground appreciates your patronage. Wo kriege ich jetzt bitte A2 her? Emily Stilway hat Even zum Raum 2 im Untergeschoss des Grand Colonial Hotels geführt, um den Rausch auszuschlafen, dem er offenkundig verfallen war. Emily Stilway. Das heißt, die hat auch die Karte. Wofür wir eine Emily Stilway zum Fick, Mann? Warte mal. Wir können die Tante draußen mal fragen. Ist ja, wo sie ist. Meine Güte, ey, was du in dem Untergeschoss sagst, bin ich schon nicht mehr normal. Gebäude war Amerikaner noch nicht drin. Ja, da ist immer so langsam laden. Was ist hier los? Hallo. Danke. Obstgärten, müssen wir da lang. Emily Stilway. Oh Gott, was haben wir jetzt finden? Warte mal, halt, falsche Richtung. Da oben war die Tante. I must say. Non-slug personnel aren't permitted on the pilot house. Can I help you? Ja. Sure. He... Well, shit. What happened? Is he all right? Heute ist die nächste Mal Perfect drauf. Wann hast du ihn zuerst gesehen? I just had a shift with Evan at the Purpleberry Orchards, kind of. We were supposed to haul some crates, but he was drunk when I got there. I took him to room 82 under the hotel so he could sleep it off. Guess he was drunker than I thought if he didn't show for work. I'd appreciate it if you did. I'd like to know he's okay. Ja, aber richtig Karte her zum Fick. Ja, den haben wir schon hingebracht, dann würde ja wohl die Karte haben.
Oh, da mache ich was vor. Nochmal kurz zurück. Ich hoffe, man werde dabei... Jetzt lauft da noch jemand hin. Gut, die hat nix. Weil das war die ja. Wo ist die Karte her, Mann? Die müsste ja irgendwo da rumliegen, theoretisch. Oh, I wanted to thank you for cooperating with us. Helen's death was... Ja. Everyone's hoping you'll bring Helen's killer to justice. Maybe they think life can go back to the way it was. I'm not so sure. Helen was a beloved icon. Even if I could investigate her murder, I can't possibly bring her back to life. Wahrnehmung, du sagst es, du kannst nicht... I couldn't investigate Helen's death even if I wanted to. My office is occupied with matters concerning Spectrum Brown. This directive is mandated and takes priority over Helen's death. I'm not at liberty to discuss the details, Inspector. Rizzo's prides itself on ironclad confidentiality agreements. Ach komm schon. Ja. You're a persuasive person, Inspector. Addressing me by my first name is an effective way to establish rapport. I'll tell you this much. This directive is part of my indenturement contract. I've been hired to oversee the safe launch of Spectrum Brown. That duty is my highest priority. Deine Verdächtigen. Before you arrived on this case, I had identified two key suspects, Black Hole Bertie Holcomb and Spencer Woolrich. I've since eliminated Woolrich. Gerade die beiden. Ich würde mir... Mr. Woolrich was Halcyon Helen's professional rival. It's possible jealousy drove him to take Helen out of the picture. I apologize for the wordplay. Conversely, Mr. Bertie Holcomb was Helen's paramour. The relationship was reportedly dissolved. I can't rule out her murder as a crime of passion. Beide Herren hatten vielleicht eine Beziehung, aber das ist doch nicht genug für einen Verdacht. Mr. Holcomb was in a romantic relationship with Helen. This alone is not enough to make him a lead suspect, but he does play tossball. Black Hole Bertie currently holds the record for most non-consecutive blows to the head. His tendency toward irrational and violent behavior is well documented. Sie bist jetzt anderer Meinung, was Woolrich angeht. Woolrich thinks of himself as a serious and distinguished actor. He was frequently cast in demeaning roles, while Helen played the charismatic heroine. He has reason to be envious. I considered the possibility that Woolrich killed Helen in order to eliminate a rival and advance his own career. But my reasoning collapsed under closer scrutiny. Woolrich owes his career to Helen's dramas. Her death likely harms his long-term prospects. I'm struggling to determine a motivation for him, so I've largely ruled him out. Spur hilfreich sein. Eine Sache noch, bevor ich gehe. What's on your mind? Wüsste ich auch gern. Ich wusste gar nicht, dass du ein Fan von Helen warst. Most people don't know that about me. But yes, Helen's roles have always embodied values that I respect. Courage, curiosity, strength, a sense of style. None of us get to choose the way in which we serve our colony, but Helen? She showed me how to find meaning in my occupation. Du scheinst mir schon ziemlich kompetent. Gibt es einen Grund, warum nicht du die Ermittlungen führst? This is a problem of jurisdiction, not competence. Helen was murdered in a hotel owned by Slug, whereas I represent Rizzo's. I'm also concerned I'd allow my personal feelings to cloud my judgment. I was a great admirer of Helen. Okay. Best of luck.
The purpleberry orchards. And a footprint. Inspector, that was absolutely marvelous. Beautifully deduced. With the help of my discrepancy amplifier, of course. Ja, der ist cool. Ich würde mich gern mit dir unterhalten. Ah, I was waiting for this. Yes, of course. I'm only too eager to cooperate. Jetzt sind wir von der Leiche. Was ist die Todesursache? My apologies, stimmt. Inspector. I've not yet finished my autopsy. Come back later? Ich würde gerne etwas mehr über dich erfahren. Oh, why, I'm flattered, Inspector. Let me think. I've worked at the Grand Colonial for about as long as it's been around. Prior to that, I lived in Byzantium, but I always felt like it was missing something. And that something turned out to be corpses. Byzantium has much in the way of luxury, but examining the dead does not rank amongst the preferred activities of the elite. Klingt, als würdest du den Pathologenjob mögen. Du meinst, Leute scheinen Byzantium sehr angenehm zu finden? So kann man das sicher sehen. Schau mal da drüben, ein praktischer Themenwechsel. Absolutely. Usually I'm just a medical practitioner, so I almost never get to deal with anything as unique, or as quiet, as a corpse. The most interesting thing I saw prior to this was the back of Mr. Woolrich's throat after he blew out his vocal cords shouting at an attendant. If I weren't here, I'd be back in my quarters, rewatching Byzantium in the spring, or working on my automatic sprat peeler. Wo wir gerade über Erfindungen sprechen. Ich bin neugierig, was den Diskrepanzverstärker angeht. Oh, good. One of my favorite subjects. Ask away, my dear. Ask away. Weshalb hast du den Verstärker gefunden? I didn't expect an existentialist question so early today. It's a need. Just as sprats feel they must breed, or canids feel they must brutally maul each other. I feel the need to create. Technik. Das Design des Verstärkers ist stellenweise seltsam klobig, aber als würde da eine Panzerung was im Inneren schützen. You're smarter than I look. Guess there's no shame in telling you exactly what it is you're using, seeing how you're so curious. As it so happened, my husband was mortally wounded in a marauder raid about a year ago. Wasn't going to live more than a few hours. I happened to have an excess of preservative fluids, a scanning device in need of a central processor, and a sudden burst of inspiration. A tragedy doesn't mean you can't be proactive. Bist du Wahnsinn? Weshalb würdest du sowas tun? Wenn das Gehirn deines Mannes im Verstärker steckt, bin ich also überrascht, dass du ihn mir einfach so gibst. Technically, it wasn't his whole brain, just a small cross-section, enough to operate the amplifier. But giving the amplifier to you is better than letting it rot in a closet somewhere. Besides, my husband was the prior constable. He would have wanted his brain used for the pursuit of justice. Okay, cool. Verstärker scheint mir ziemlich mächtig. Weshalb hast du ihn mir anvertraut? Aha. Because you're the inspector. I should think that's rather obvious. Ja, aber warum verwendest du ihn nicht einfach selbst? I invented the discrepancy amplifier to assist me in my own medical work. When you were hired to investigate Helen's death, I realized I had my own part to play. I programmed the amplifier to assist you. I'm entrusting it to your care because I want to see my invention help a brilliant inspector solve the murder of the century. Wahrnehmung. Und du willst als die Erfinderin berühmt werden, die die Ermittlungen in Helens Mord ermöglicht hat. You don't miss a thing, do you, Inspector? I can see why the constable recommended hiring you. Think of the amplifier as my gift to you. May it avail you in the swift and efficient prosecution of justice. Was ist, wenn mir kaputt geht oder ich ihn verliere oder so? I still have the blueprint and several extra prototypes floating around, but I might recommend you try to be careful with it. Some of the amplifier's internal components are rare, shall we say, and I don't have an indefinite supply. You sure you don't want to know anything else? Oh, all right. We can change the subject. Alles gut. Was die Frequenzverstärker angeht. Oh, good. One of my favorite subjects. Ask away, my dear. Ask away. You sure you don't want to know? Nö, passt. Was mir gerade Sinn gekommen ist, wir könnten mal bei der einen Lady nachfragen. Wo ist die denn da drüben? Hallo. How may I? I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. Ja.
Bestätigung überzeugen. That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. That has a nice ring to it. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done. You can now come and go as you please. So, kann ich mit dir was reden? Me oh my, how anything. Nee. Mein Problem ist jetzt, wie komme ich da rein? Ich weiß, wir sind schon bei 31 Minuten, aber das würde ich jetzt gerne noch lösen. Ist hier irgendwo eine Karte rum? Als Spinde vielleicht? Wäre eine Logik. Wow, I haven't felt this great in ages. Wonder what happened. Achso, da geht's zu ihr. Stimmt. Ein Kollege gewesen. Ist er tot? Aha. I'll keep it down. Sag mal drauf. Timeline discrepancy detected nearby. Ja, ich muss aber in den scheiß Raum reinkommen, aber richtig scheiß Waffe. Zimmer A2 benötigt. Ja, wie komme ich aber an A2 rein? Das ist jetzt gerade die größte Frage. Alle was dabei? Ich hab's gesehen. Ja. Der Gasthotel Page. Mülleimer, da haben wir alles mitgenommen, da ist nichts. Weil das wäre jetzt halt meine Logik gewesen, dass ich irgendwas übersehen hätte. Okay, so gerne machen. Ich schau mal nach, wie ich da reinkomme, ich googeln. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. Oder ich mach Pause. Nee, ich mach kurz Pause. Sekunde. Nee, verarsch mich nicht.
Timeline discrepancy detected nearby. Kann ich das irgendwie antriggern? Ist wieder. Timeline discrepancy detected nearby. Jetzt. Inspector, I've detected a structural anomaly within a 0.8 meter radius of this locked door. Augen zusammenkneifen. Das Bodenpanel scheint nicht ganz zu passen. This floor panel is 0.3 millimeters shorter than regulation length, suggesting unauthorized modification. Jetzt. Nein. Okay. Timeline discrepancy detected nearby. Analysis confirms this is Evan O'Connell. Analysis also confirms Ja, he das is sehe ich. dead. Was ist die Ursache? Ach echt, das ist eben eine riesige Schnecke, wie sie gerade spaziert. Das würde ich nur ohne dich tun, Verstärker. Per additional study of this body's skeletal structure, the cause of death was head trauma. Hofft doch mal, willst du mir sagen, er wurde nicht zur riesigen Mörderschnecke getötet? That is correct. Evan was not killed by Iridanium gigaseus. However, Iridanium gigaseus do appear to be responsible for the early decomposition of this body's surface tissue. Ja. Das hat ihn dann umgebracht, der Mann ist nicht an Schnecken gestorben, verstanden. Further analysis indicates Evan's fatal injuries were sustained from blunt force trauma to the back of the skull, and his head collided with the ground. Er ist übel gestürzt und hat sich in den Kopf aufgeschlagen. War es ein Unfall? Nach Anzeichen suchen, dass Even betrunken war? Nach Anzeichen für Fremdwirkung suchen? There are traces of blood on Evan's hands, Inspector. Hat er sich an irgendwas geschnitten? Stark interessant. Klingt, als ob sich Even eine kleine Prügelei geleistet hat. Analysis concludes this blood is human, type A. Medical records indicate Evan O'Connell's blood is type O. Können wir da mal geschwind... Shit, okay, Spielstand laden. Ich würde nicht, die Folge wird wieder länger, ich weiß. Aber im schon dabei sein. Hey, mega. Intelligenz. Müssen wir gucken, wenn wir die hochdrücken. Okay. Inspector. Ja. Ja. So, speichern. Timeline discrepancy detected. Ja, ja, das sieht jetzt richtig interessant aus. Zusammenfassung, Intelligenz ist hoch. Inventar. Rüstungswerte, Geistesattribute. Bye. Analysis confirms this is Evan. Yep.
Further analysis indicates Evan's fatal injuries were sustained from blunt force trauma to the back of the skull. Ja. There are traces of blood on Evan's hands, Inspector. Ja. Analysis concludes this blood is human, type A. Medical records indicate Evan O'Connell's blood is type O. Medical records indicate Amelia Stillwell's blood is indeed type A. Great work, Inspector. Erzähl, dass wir uns noch mit Mrs. Stillwell unterhalten. Ich bin so gut in diesem Spektorkram. Ach halt, den Randduell in der mechanische Schleimbeutel. Interessant. Nee, gar nicht schlafen. Besoffenes Ding. Ich mach mir einen Kopf, wie ich da reinkomme. War das so einfach? Ah ja. Okay, sehr gerne. Danke fürs Zuschauen mit dabei sein. Like, und ihr habt nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal zu TheOuterWorlds. Tschüss.